hinter dichten Wolkenschleiern versteckt. Der nächste Morgen begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. Der Gipfel des Kailash ist zwar nicht ganz wolkenfrei, aber das kümmert uns gar nicht. Wie bei unserer ersten Kailash-Umrundung ist uns das Wetter hold, das ansonsten hier in der Nähe des Tarala ganz besonders garstig sein kann. Frohgemut beginnen wir mit dem Aufstieg zum Pass. Es sind noch etwa 600 Höhenmeter zu überwinden. In den Alpen wäre das fast ein Kinderspiel. Aber leider befinden wir uns schon 200 Meter über der Gipfelhöhe des Mont Blanc. Da heißt es Schritt um Schritt, immer schön langsam, die letzten Hänge unter dem Pass der gnadenreichen Tara heraufzuschnaufen. Die erste Zwischenetappe ist mit dem Sivuzl-Bestattungsplatz erreicht. Die ganze Landschaft ist mit abgelegten Kleidungsstücken übersät. Es ist tibetischer Brauch, an diesem Platz des Todes, wie er genannt wird, etwas von seinem Besitz zurückzulassen. Sei es nun eine Jacke oder ein Hut, eine Haarlocke oder einen Zahn. Damit wird symbolisiert, dass man bereit ist, alle Habgier abzulegen, bereit zum Aufstieg zum Dölmala und der spirituellen Wiedergeburt, die er verheißt. Selbst in dieser Höhe, auf 5700 Metern, wachsen noch Blumen. 100 Meter weiter flattern die Gebetsfahnen, die den Dölmala schmücken und dem Pilger die fröhliche Nachricht verkünden. Du hast es geschafft. Du stehst auf dem höchsten Punkt der Kailash-Kora und darfst bergab, dem östlichen Tal des Lamchu, entgegengehen. Wir sind erschöpft, aber glücklich und machen eine Erinnerungsaufnahme mitten im Flaggenmeer auf dem Dölmala. Doch lange bleiben wir nicht. Vorbei am Kaurigund, dem See des Mitleids, steigen wir in Richtung Osten ab. Der Weg über die großen Geröllfelder ist besonders mühsam. Man muss sehr darauf achten, wo man seine Füße hinsetzt. Und unsere Füße sind müde. So sind wir froh, als wir endlich das Tal des Lamchu unter uns erblicken. Dieses Tal ist grüner als das westliche, trotzdem wird der Weg uns lang, ehe wir endlich, kurz vor Sonnenuntergang, unseren Lagerplatz erreichen. Am anderen Morgen folgen wir dem Zhongchu in südlicher Richtung. Der Pilgerpfad verläuft meist in der Nähe des Flusses und die Beine gehen wie von selbst.
Das letzte Kloster vor dem Talausgang ist die Tsutrul-Puk-Gompa. Dort erinnern eine Höhle und Fußabdrücke an den Kampf Milarepas gegen Naro Bönchung. Nun trennen uns nur noch wenige Kilometer vom Talausgang und Darchen. Die Tibeter, die teilweise die Kora an einem Tag bewältigt haben, waschen sich im eiskalten Wasser eines der Seitenflüsse den Staub von den Füßen. Der Pilgerweg ist geschafft, der Kreis geschlossen.